Moin zusammen, ich bin Sönke Meinen und ich freue mich, Gast in der Guitar School zu sein. In dieser Gast-Lesson möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Clicks und Dead Notes erzählen. Wenn man an perkussives Gitarrenspiel denkt, dann denkt man natürlich sehr oft an Trommelei auf dem Gitarrenkorpus und an sehr energetische Gitarrenstücke. Es gibt aber auch ein paar Elemente, die dem Gitarrenspiel sehr subtil eine perkussive Ebene hinzufügen. Und da ist sicherlich der Click in der rechten Hand die am häufigsten gebrauchte Variante. Ich zeige euch erst kurz, wie ich diesen Click technisch umsetze. Es gibt da ein paar verschiedene Herangehensweisen. Ich spiele ihn hauptsächlich aus dem Arm. Eigentlich lasse ich mein Handgelenk komplett ruhig und entspannt und nutze das Gewicht von meinem Arm, um einen Click auf der Gitarre zu spielen. Das sieht folgendermaßen aus, im Kleinen so. Im Großen, wenn ich das übertreiben würde, seht ihr wirklich, okay, der Arm fällt auf die Gitarre, in diesem Fall auf die 6. Saite. Es gibt so eine kleine Drehung im Unterarm, die ist kaum zu sehen, ein bisschen zu spüren. Wenn ich das übertreiben würde, wäre das auch so etwas. Aber letztendlich kommt die Bewegung komplett aus dem Arm. Was dann ganz wichtig ist, ich lasse den Finger auf der Saite liegen und benutze den Click quasi als Vorbereitung für den nächsten Basston. Ich springe also nicht wieder weg mit der rechten Hand, sondern lasse wirklich den Daumen auf der Basssaite liegen. Und der Trick dabei ist, dass man versucht, den Click auf der Basssaite zu spielen, wo der nächste Basston ansteht. Dazu braucht man natürlich ein bisschen Zielwasser, aber das kann man ganz gut üben. Sprich, wenn der nächste Basston auf der 6. Saite ist, dann ist es noch ganz einfach. Dann landet der Daumen eigentlich meistens von oben so ein bisschen auf der 6. Saite. Wenn der nächste Basston auf der A-Seite ansteht, dann landet der Daumen mehr oder weniger zwischen 6. und 5. Saite. Der Click wird auch so ein bisschen auf beiden Seiten erzeugt, aber wir können jetzt ganz einfach den auf der 5. Bassseite liegenden Finger oder den Daumen zum Spielen von dem Basston benutzen. Lass uns das einfach mal in einem Beispiel uns angucken. Wir spielen einen G-Dur-Akkord, nichts, was ihr noch nicht kennt. Die linke Hand ist jetzt erstmal komplett egal. Und wir spielen in der rechten Hand zunächst ohne Click einen ganz einfachen Groove, der folgendermaßen klingt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt auf 2 und 4 spielen wir den Click. Ihr seht, ich habe den Daumen liegen gelassen und dann danach das G zusammen mit den Tönen in den Fingern gespielt. Ein bisschen schwieriger wird es dann, sobald wir die Akkorde wechseln, weil dann, wie vorhin schon angedeutet, der Basston immer mal hin und her springt zwischen 5. und 6. Saite, manchmal auch auf der 4. Saite ist. Lass uns dazu einfach mal die typische Popsong 4-Akkord-Progression nehmen.